Herzlich willkommen zum Let's Play von Dear Esther. Dear Esther, the gulls do not land here anymore. I've noticed that this year they seem to shun the place. Maybe it's the depletion of the fishing stock driving them away. Perhaps it's me. When he first landed here, Donnelly wrote that the herds were sickly and their shepherds the lowest of the miserable classes that populate these Hebridean islands. 300 years later, even they have departed. So, Dear Esther, auch als Wanderschaftssimulator bekannt. Ich dachte, ja, auch wenn das Spiel jetzt ich spiele jetzt 2023, 11 Jahre alt ist, das hat schon seinen Charme. Jetzt sieht es vielleicht nicht nach viel aus. Und es kommt noch. Ich kann übrigens nur entweder normal laufen oder ranzoomen. Das war's. At night, you can see the lights sometimes from a passing tanker or trawler. From up on the cliffs, they are mundane. But down here, they fugue into ambiguity. For instance, I cannot readily tell if they belong above or below the waves. The distinction now seems banal. Why not everything and all at once? There's nothing better to do here than indulge in contradictions whilst waiting for the fabric of life to unravel. Sind wir ja nicht lang gegangen. Auch wenn wir langsam sind und es ja sozusagen ein Wanderschaftssimulator ist. Wer weiß, ob das auch noch irgendwas triggert. Der obere Weg. Es gibt auch ein Regie-Kommentar-Ding, aber ist von der anderen Seite eigentlich genau das gleiche. Aber ich weiß da nicht wegen Copyright, deswegen lasse ich das erstmal. Vielleicht auf der PS5, wenn ich dann mehr Erfahrung habe und die Leute das wollen, dann ja, aber ich mache ja gerade erstmal meine Liste durch, welche Spiele ich Let's Playen möchte. Und ich versuche auch immer wieder welche zu kaufen, zu holen, halt Spiele zu besorgen, um auch frischen Content
mit reinzubringen, wie bei Kona, da hatte ich ja auch null Ahnung, zum Beispiel. Oder Lost Words Beyond the Pages. Haha! Donnelly reported the legend of the hermit, a holy man who sought solitude in its most pure form. Allegedly, he rode here from the mainland in a boat without a bottom, so all the creatures of the sea could rise at night to converse with him. How disappointed he must have been with their chatter. Perhaps now, when all that haunts the ocean is the rubbish dumped from the tankers, he'd find more peace. They say he threw his arms wide in a valley on the south side, and the cliff opened up to provide him shelter. They say he died of fever 116 years later. The shepherds left gifts for him at the mouth of the cave, but Donnelly records they never claimed to have seen him. I have visited the cave and I have left my gifts, but like them, I appear to be an unworthy subject of his solitude. Falls er sich mal entleeren wollte. Aber Einsamkeit, ich weiß nicht. Einsamkeit ist nicht so schön, wie manche vielleicht glauben. Sind kaum irgendwie weitergekommen und ist ja schon 7,5 Minuten. Aber gut, dass ich dann doch nochmal zurückgegangen bin. Jedes Zeichen ist interessant. Aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ziel vom Spiel weiß ich auch nicht. Dear Esther, I found myself to be as featureless as this ocean, as shallow and unoccupied as this bay, a listless wreck without identification. My rocks are these bones, and a careful fence to keep the precipice at bay. Shot through me caves, my forehead a mount. This aerial will transmit into me so. All overexposed, the nervous system, where Donnelly's boots and yours and mine still trample. I will carry a torch for you. I will leave it at the foot of my headstone. You will need it for the tunnels that carry me under. Da auch irgendwas Neues? Wenn ich jetzt ja weit genug laufe. Ne, oder? Hätte ja sein können, dass da was Neues kommt, weil ich bin ja dorthin gegangen, als er gerettet hat.
Achso, okay. Wo muss ich dann lang? Doch, hier. Ja, verdammt. Donnelly's book had not been taken out from the library since 1974. I decided it would never be missed as I slipped it under my coat and avoided the librarian's gaze on the way out. If the subject matter is obscure, the writer's literary style is even more so. It is not the text of a stable or trustworthy reporter. Perhaps it is fitting that my only companion in these last days should be a stolen book written by a dying man. When someone had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boats, and know to send aid or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff paths died along with its hosts. My lines are just for this, to keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. We are not like Lot's wife, you and I. We feel no particular need to turn back. There's nothing to be seen if we did. No tired old man parting the cliffs with his arms. No gifts or Bibles laid out on the sand for the taking. No tides turning or the shrieking gulls overhead. The bones of the hermit are no longer laid out for the taking. I have stolen them away to the guts of this island, where the passages all run to black, and where we can light each other's faces by their strange luminescence. Okay, das ist eine interessante Sichtweise. Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. Wann habe ich ihn getroffen?
Ich gehe erstmal so den Stein hin. I dreamt I stood in the center of the sun, and the solar radiation cooked my heart from the inside. My teeth will curl, and my fingernails fall off into my pockets like loose change. If I could stomach, I'd eat, but all I seem capable of is salt water. Were the livestock still here, I could turn feral and gorge. I'm as emaciated as a body on a slab, opened up for a premature source of death. I've rowed to this island in a heart without a bottom, all the bacteria of my gut rising up to sing to me. Geht's da weiter? Dann würde ich doch nochmal zur Höhle gehen. Erstmal gehe ich da lang. Scheint so, dass es da weitergeht. Nö. Geh erstmal. Nein. Zur Höhle zurück. Okay, man kann sich sogar noch langsamer bewegen als ohnehin schon.
schwierig. Es gibt wirklich nicht so viel zu bereden, gerade bei dem Spiel. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Spiel sein wird. This hermit, this seer, this distant historian of bones and old bread, where did he vanish to? Oh, Why, asked the farmers. Why, asked Jakobsen. Why bother with your visions at all, if you're just to throw your arms up at the cliff and let it close in behind you and seal you into the belly of the island, a museum shut to all but the most devoted? okay, das ist doch etwas interessanter. Das würde ich auch eher als eine Höhle bezeichnen, wo man einigermaßen leben könnte. Vielleicht ein bisschen zu viel Salpeter durch die ganzen Stalaktiten und Stalaktiten. Eigentlich nur Stalaktiten von oben. Nee, Stalagniten. Boah, ich verwechsel das hier mal. Niet, Tiet. Ich müsste mir da mal auch eine Eselsbrücke machen, damit ich auch das weiß. Eigentlich sind wir dann schon beim dritten Abschnitt, Anführungszeichen, wo man, also bei dem zweiten, wo man nichts mehr zurück kann, weil das hier ist ja das erste, wo man nicht mehr zurück kann. Und wenn wir da drüben runterspringen, fallen, können wir auch da nichts mehr zurück. Ich glaube, ich muss die Musik runterstellen, ein bisschen runterschrauben. Bei der nächsten Folge dann halt. Apropos nächste Folge. Wenn wir da runter sind, war's das für diese Folge. Ja, da. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wow, das ist ein richtiger neuer Abschnitt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder. Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and have cross-referenced them within a millimetre using my Ordnance Survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome brake services, but although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Jetzt bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, und ja, schöne Zeit bis dahin. Ciao.